Hallo, ich begrüße euch auf meinem Kanal. Heute soll es mal darum gehen, Fräser zu schärfen. Ich habe immer das Problem, gerne schmeißt man gerade die billigen China-Fräser, man schmeißt sie einfach weg oder eigentlich ist es schade drum. Ne? Man ist einfach nur, ja, die sind halt nicht so hochwertig wie jetzt zum Beispiel Markenfräser, die auch, ja, das 10-, 20-fache kosten. Deshalb habe ich mir eine Diamantplatte gekauft. Das ist einfach eine dünne Platte, die diamantbeschichtet ist. Das ist jetzt eine Tausender Diamantplatte. Also ist ganz fein. Man merkt, es ist leicht rau, aber genau das Richtige, um solche Fräser zu schärfen. Man sieht jetzt auch, die haben natürlich alle drei schon gelitten. Ich mache die vorher mit Bremsenreiniger ein bisschen sauber, dass der grobe Dreck weg ist. Das zeige ich euch gleich. Der geht noch einigermaßen. Hier sieht man die Ecken. Die sind auch relativ stumpf schon. Ich hoffe, man sieht es hier. Und die machen wir jetzt mal sauber und dann zeige ich euch, wie man mit ganz einfachen Mitteln, einfach mit so einer Platte, die Fräser schärfen kann. Ich nehme jetzt einfach einen Lappen, mache da ein bisschen Bremsenreiniger drauf. Das reicht schon. Meistens ist es einfach nur Harz. Nur aufpassen, dass man sich nicht schneidet, auch wenn sie stumpf sind. Jetzt sieht man schon, jetzt löst sich der Harz schon langsam auf. Man könnte die Fräser auch komplett einfach in Bremsenreiniger reinschmeißen. Einfach in eine Wanne und reinlegen. Aber ich weiß nicht bei den Billigfräsern, wie die Schneiden verlötet sind. Nicht, dass das mit dem Bremsenreiniger reagiert und hinterher fliegt so eine Schneide dann durch die Werkstatt. Das wollen wir natürlich auch vermeiden. Das wäre dann schon ein Geschoss. Ich fahre auch gerne die Billig-China-Fräser gerne mit weniger Umdrehung. Jetzt sieht man schon, dass es besser wird. Dass das Harz langsam abgeht. Hier sieht man es auch am Lappen. Mit weniger Drehzahl habe ich da irgendwie ein besseres Gefühl. Und ich nehme die Billigfräser halt gerne für, ja, wo ich vorher schon weiß, das ist jetzt Multiplex oder so. Und dann nehme ich jetzt keinen Fräser, der 30, 40 Euro kostet. Dann nehme ich gern so einen Fräser, bin ich ehrlich. Sieht man, wie das schön abgeht. Weil das, was jetzt ab ist an Harz und Dreck, das braucht man nicht abschleifen, ne? Und das geht nicht ab, das schleifen wir ab. Den einen dann noch, das machen wir noch mal ein bisschen was hier drauf. Sieht man auch am Lappen, was da alles so dran hängen bleibt, schon Wahnsinn, ne? Und das bei so kleinen Fräsern. So, die andere Schneide noch. Es geht ja jetzt nur darum, dass das Grobe ab ist und geschliffen werden sie ja sowieso. Das ist halt ein Tausender, das heißt, es nimmt jetzt nicht viel ab. So. So, lassen wir mal, das geht nicht ab. Jetzt müssen wir nur darauf achten, wir dürfen jetzt so einen Fräser nicht einfach hin und her schleifen, so lange bis es irgendwie scharf ist. Nein, das geht natürlich nicht. Wir dürfen bei so einem Fräser, müssen wir darauf achten, dass wir keine Unwucht reinkriegen. Das heißt, wenn ich jetzt die Schneide fünfmal durchziehe, dann muss ich die Seite auch fünfmal durchziehen. Und das zeige ich euch gleich. So, jetzt nehmen wir unsere Fräser, nehmen unsere Diamantplatte und legen uns hier die auf die Kante, dass ich jetzt mit dem Fräser so hier drüber ziehen kann. Wir können uns die untere Platte auch mal ein bisschen nach vorne ziehen, dann kann ich mit dem Finger noch ein bisschen da drunter. Das ist noch schöner. Jetzt müssen wir darauf achten, wenn ich muss einmal die komplette Länge nehmen, dann weiß ich genau, ich habe jetzt
diese Schneide auf der Länge einmal komplett durchgezogen. Das zeige ich euch jetzt. Wir legen den so auf, drücken hier oben drauf, dass er schön genau auf der Schneide aufliegt. Und dann ziehe ich den jetzt einmal mit minimal Druck hier drüber. 1, 2. Jetzt gucken wir uns das an. Das sieht schon sehr gut aus. Ist auch schon scharf. Und das machen wir auf der anderen Seite jetzt genauso. Von hier hinten einmal mit leichtem Druck nach vorne. Einmal. Zweimal. Jetzt sieht man auch schon auf der Diamantplatte, wie das Material von der Schneide abgezogen wird. Jetzt schaut mal hier. Sieht man es? Der ist jetzt schon messerscharf. Also man braucht jetzt nicht da 50 Mal hin und her juckeln. Der ist jetzt schon fertig. Der ging ja auch noch. Jetzt nehmen wir mal den V-Fräser. Der sieht natürlich ein bisschen schlechter aus. Und der ist auch richtig stumpf. Da denke ich mal, die müssen wir jetzt 3-4 Mal drüber gehen. Den legen wir uns auch wieder hier drauf, genau auf die Schneide. Oben den Finger drauf, hinten an der Platte anfangen. So, dass er richtig drin liegt. Jetzt ziehen wir den genauso. Eins. Man könnte auch die Diamantplatte festkleben. Die hat hier unten drunter so ein bisschen so eine Art Moosgummi. Das geht eigentlich meistens, aber manchmal rutscht dann doch weg. Man könnte sie wirklich festkleben, das wäre vielleicht noch besser. Zwei. Ich muss es festhalten, sonst geht es nicht. 3. Gucken wir uns das an. Das sieht schon nicht schlecht aus. Aber scharf ist er noch nicht. Und immer schön mitzählen, das ist jetzt der 4. Durchgang. 4. 5. Ja, jetzt sieht man schon, jetzt ist er auch scharf. Jetzt machen wir die andere Seite, die müssen wir jetzt auch 5 Mal durchziehen. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, jetzt sieht man schon das Bild, aber er ist immer noch nicht, genau, er ist immer noch nicht richtig scharf. Jetzt kann man auch zwischendurch mal einen Lappen nehmen und kann die Diamantscheibe, die Diamantplatte wieder sauber machen. Dann sieht man, wie man das Zeug hier richtig von der Platte runterholt. Jetzt fangen wir wieder bei 1 an zu zählen. 1, 2. Ah ja, jetzt ist besser. 1, 2. Ja, jetzt sieht das Ganze schon besser aus. Man könnte nochmal durchziehen, aber man muss halt immer dran denken, bei so einem Fräser spielt es eigentlich keine Rolle, weil es halt ein V-Fräser ist. Bei so einem Fräser, da ist natürlich, umso mehr man den schleift, umso mehr wird natürlich auch der Durchmesser geringer. Das heißt, unsere Fräsbahnen sind dann halt dünner, sind schmaler. Das passt dann einfach nicht mehr. Da muss man halt auch dran denken, ne? Bei der CNC-Fräse spielt es keine Rolle, da kann ich einfach in der Werkzeugliste das Maß einfach geringer machen. Ich messe es mit der Schieblehre, messe mir den Fräser und stelle einfach das Maß weiter runter. Dann weiß die Maschine das, dann spielt es keine Rolle. Nur bei der Oberfräse oder bei der Kantenfräse, die weiß das halt nicht. Jetzt nehmen wir den nächsten Fräser, legen den wieder schön hier auf.
und zählen dann wieder. 1, 2, 3. Ja, das sieht schon ganz gut aus. Oh ja, schon gut. 3-mal die andere Seite. 1, 2 und 3. Ja, jetzt sieht man sieht es auch einfach, ne? Und ist messerscharf. Super, so kann man wirklich noch die Fräser retten. Einfach genial. Nur an das Maß müsst ihr halt dran denken, ne? Das wird halt immer und beide Seiten gleich schleifen. Sonst kriegt der Fräser wirklich einen Unwurf, mit der mit 20, 30.000 Umdrehungen. Das hört sich blöd an, aber wenn hier ein bisschen weniger ist als da, ihr hört es, ihr merkt es. Glaubt mir. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst mir einen Daumen da, abonniert mich, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Und guckt mal als Tipp in meine Videobeschreibung, da habe ich lauter Maschinen und Werkzeuge, wenn es euch interessiert, die könnt ihr über Amazon kaufen. Kostet nicht mehr und mir bringt es eine Kleinigkeit ein. Ich danke euch, ciao, macht's gut.